Hallo Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ich sage gleich zu Anfang, bitte abonniert meinen Telegram-Kanal. Der Link ist unten angegeben, weil ich nicht weiß, wie lange es diesen Kanal überhaupt noch geben wird. Also ich sage das gleich mal präventiv. Heute zu einem ein Thema, wo man eigentlich nur verlieren kann, aber ich möchte trotzdem die Wahrheit erzählen. Und zwar die Gründe für die Errichtung der ersten deutschen Konzentrationslager. Konzentrationslager werden im Allgemeinen definiert als Internierungs- und Arbeitslager, die von bestimmten totalitären Staaten eingerichtet wurden, um im Allgemeinen auf einfachen Beschluss der Polizei oder Militärbehörden Individuen zu inhaftieren, die in politischer Hinsicht als gefährlich gelten. Fakt ist, im Deutschen Reich wurden nach der Machtübergabe Konzentrationslager installiert. In diesen Jahren wurden diese allerdings nicht für die Vernichtung von Juden errichtet. Zu diesem Thema werde ich separat publizieren zu den Vernichtungslagern. Und also bitte nicht verwechseln. Konzentrationslager als Internierungs- und Arbeitslager und Vernichtungslager sind zwei total verschiedene Dinge. Diese Konzentrationslager gab es allerdings in vielen anderen Ländern auch in Ländern, wo Demokratie herrscht. Ich werde dazu ein Video machen, in welchen Ländern es überall Konzentrationslager gegeben hat. Es werden Länder aufgeführt sein, die ihr einfach gar nicht glauben könnt, dass es dort Konzentrationslager gegeben hat. Also es war kein Unikum für Deutschland. Also auch das wird ja wieder total falsch dargestellt. Dr. Otto Stamer, der Verteidiger von Hermann Göring, betonte beim Nürnberger Prozess am 5. Juli 1946, ich zitiere: Keinesfalls hat die Errichtung der Konzentrationslager als solche etwas mit der späteren Ausrottung der Juden zu tun. Zitat Ende. Die zuerst errichteten KZ sind deshalb von den sogenannten, ich habe schon gesagt, Vernichtungslager späterer Zeit zu unterscheiden. Nur dies als richtig und Klarstellung. Die Errichtung von Konzentrationslagern war auch in anderen Ländern, ich habe schon gesagt, gängige Praxis. Was aber von vielen sogenannten Experten in diesem Zusammenhang geflissentlich vergessen wird und im Nürnberger Prozess natürlich nicht thematisiert wurde. Es geht mir auch, wie in all meinen Videos, nicht um Aufrechnung, sondern um folgenden Punkt. Wenn es in vielen anderen Staaten zur damaligen Zeit bereits Konzentrationslager gab, war es dann wirklich so verwunderlich, dass auch das Regime in Deutschland auf diese Idee zurückgriff? Ich möchte zunächst auf die politischen Gefahren in Deutschland des Jahres 1933 eingehen, ohne die man die Errichtung von KZ nicht verstehen kann. Ich habe in verschiedenen Videos bereits die gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Situation des Reiches beschrieben, weswegen ich hier nur die politische Opposition ansprechen möchte. Die Gefahr für das Kabinett Hitler ging aus dessen Sicht in erster Linie von den Kommunisten aus, und dazu habe ich ja auch schon Videos auf meinem YouTube-Kanal gemacht über die Gefahr der KPD und aber auch die Gefahr der Genossen, die eine eigene SA hatten. Die Untergrundorganisation der KPD umfasste in den Jahren 1933 bis 1935 immer noch einige 10.000 Mitglieder. Sie waren der straffen Führung des emigrierten Zentralkomitees und seiner Berliner Inlandsleitung unterstellt und träumten nach wie vor von der Errichtung eines Sowjetdeutschlands. Was das für die deutsche Bevölkerung geheißen hätte, habe ich ja ebenfalls in den Videos schon beschrieben. Zum anderen wusste man ja ziemlich genau, wie brutal Stalins Terrorregime war und was das für die Menschen dort bedeutete. Das erzeugte Angst. Angst vor einer gewaltsamen kommunistischen Machtübernahme, so wie die KPD das seit 1918 propagierte und viele Bombenanschläge und so weiter verübt hatte. Damals nicht auf die Hitlerregierung, sondern bereits auf die Weimarer Regierung. Die Machtübergabe an die Nationalsozialisten wurde von den Kommunisten nicht als politischer Systemwechsel begriffen.
denn sie hatten bereits die Parteien und Regierungen der Weimarer Republik unterschiedslos als faschistisch oder zumindest faschistoid bekämpft. Der Kampf der Kommunisten erklärte sich also als ein Widerstand gegen jegliche Form einer bürgerlichen Diktatur. Nach der Machtübergabe praktizierten sie den Kampf in Form von illegalen Organisationen, informellen Kontakten zur Emigrationsleitung, punktuelle Nachrichtenverbindungen und so weiter fort. Die Auslandsleitung der KPD vollzog die Schwenkung zur kommunistischen Internationale, zur Einheitsfront und Volksfrontlinie und war damit einmal mehr eine Gefahr für das Regime geworden. Die aggressive Haltung der Linken und der kommunistischen Kampfverbände, zuerst gegen die Weimarer Regierung und dann gegen das NS-Regime, können belegt werden, und das habe ich auch schon gemacht in verschiedenen Videos. Diese Hintergründe muss man vor Augen haben, wenn man die Errichtung von Konzentrationslagern nach der Machtübergabe beschreibt. Was die meisten aber nicht tun, und deshalb mache ich das. Hermann Göring nahm im Nürnberger Prozess Stellung, zu welchem Zweck die Konzentrationslager aus Sicht der NS-Führung, warum man sie installiert und errichtet hat. Ich zitiere: Die Idee der Konzentrationslager ist nicht so entstanden, dass man sagte, hier sind eine Reihe von Oppositionsmännern oder Persönlichkeiten, die in Schutzhaft genommen werden sollten, sondern sie entstanden durch den schlagartigen Einsatz gegen die Funktionäre der kommunistischen Partei, die uns ja gleich zu Tausenden und Abertausenden anfielen und die, als in Schutzhaft genommen, nicht in die Gefängnisse kamen, sondern es wurde notwendig dafür, wie gesagt, ein Lager zu errichten, 1 oder 2 oder 3. Sie müssen 2 Kategorien unterscheiden. Diejenigen selbstverständlich, die irgendwie eine aktive Handlung des Hochverrates gegen den neuen Staat begangen hatten oder denen eine derartige Handlung nachgewiesen werden konnte, die wurden natürlich den Gerichten überstellt. Die anderen aber, von denen man derartige Handlungen erwarten konnte, die sie aber noch nicht ausgeführt hatten, wurden in Schutzhaft genommen. Und das waren diejenigen, die in die Konzentrationslager kamen. Anmerkung von mir: Schutzhaft war keine Erfindung der Nationalsozialisten. Ich mache dazu ein eigenes Video. Göring weiter, ich zitiere: Im Zusammenhang mit Ihrer Frage, dass es durch die Gerichte nicht überprüft werden konnte, wollte ich noch ausführen, dass eine Verfügung erlassen worden war durch mich und Frick gemeinsam, also Frick der NS-Innenminister, dass Männern, die in das Konzentrationslager eingeliefert wurden, nach 24 Stunden der Grund ihrer Einlieferung bekannt gegeben werden sollte und dass sie nach 48 Stunden, oder es war jedenfalls eine enge Beschränkung, das Recht auf einen Anwalt hatten. Damit aber war noch keineswegs mein Befehl aufgehoben, dass eine Überprüfung einer politisch notwendigen Schutzhaftmaßnahme durch Gerichte nicht zugelassen war. Es sollte diesen Leuten nur durch die unmittelbare Möglichkeit eines Protests gegeben werden. Justice Jackson, der Ankläger, fragte, ich zitiere: Schutzhaft bedeutete, dass sie auch Leute in Gewahrsam nahmen, die noch kein Verbrechen begangen hatten, von welchen sie jedoch annahmen, dass sie möglicherweise ein Verbrechen begehen konnte. Göring, ich zitiere: Jawohl, es sind Leute verhaftet worden, die noch kein Verbrechen begangen hatten, von denen aber man es erwarten konnte, wenn sie in Freiheit blieben. Justice Jackson, ich zitiere: Und ich nehme an, dass dies Ihrer Meinung nach die einzige mögliche Regierungsform ist, die in Deutschland unter den gegenwärtigen Verhältnissen wirksam sein kann. Göring antwortete: Unter den damaligen Umständen war sie, nach meiner Auffassung, die einzig mögliche Form, und sie hat auch gezeigt, dass Deutschland aus seinem tiefen Elend der Verarmung, der Arbeitslosigkeit in kurzer Zeit zu einer verhältnismäßigen Blüte gekommen war. Zitat Ende. Der Oberjurist des Dritten Reiches, Hans Frank, verteidigte die Konzentrationslager in einem Zeitungsartikel, ich zitiere: Man macht uns in der Welt immer wieder Vorwürfe wegen der Konzentrationslager. Man fragt, warum verhaftet ihr ohne richterlichen Haftbefehl? Man versetze sich in die Lage unseres Volkes. Man vergesse nicht,
dass die ganze große und immer noch unerschüttert dastehende Welt des Bolschewismus es uns nicht vergessen hat, dass wir seinen Endsieg über Europa hier auf deutschem Boden vereitelt haben. Zitat Ende. Ein gewichtiger Grund für die Errichtung der deutschen Konzentrationslager war also die Angst vor einer kommunistischen Revolution, die in den Augen der damaligen Machthaber nachvollziehbar war. Es war also ein Grund für die Errichtung der Konzentrationslager. Was man danach damit gemacht hat, ist eine ganz andere Geschichte. Ich wollte hier die Gründe für die Errichtung der Konzentrationslager darlegen, so wie ich es auch in meinem sehr umfangreichen Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 2, fast 900 Seiten mit 2000 Quellen auch belegt und bewiesen habe. Die Links sind wieder unten angegeben. Und wenn wir dabei sind, ich möchte auf mein neues Buch Deutschland muss vernichtet werden auch noch aufmerksam machen. Es ist ein Buch mit ebenfalls über 2100 seriösen und verifizierten Quellen über die gesamten Massenmorde an unserem Volk. Dieses Buch habe ich geschrieben als Andenken an unsere, ich wiederhole, an unsere Toten durch die alliierten Massenmörder, Täter, Völker. Wenn ihr dieses Andenken unterstützt wollt, könnt ihr das Buch bestellen. Es ist auch unten angegeben, der Link. Oder meinen neuen, oder nicht meinen neuen, aber meinen kostenlosen Newsletter unter www.michaelgrant.de. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.